Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es wird schmutzig heute. Sehr. Und das sind nicht wir schuld. Nein, das seid ihr schuld. Und wenn ihr dazu guckt, vielleicht findet ihr euch heute wieder. Dann habt ihr die Ehre, hier in diesem Video zu sein. Es geht um die schmutzigsten, dreckigsten und fiesesten Kommentare auf den ganzen Social-Media-Welten. Viel Spaß dabei. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, viele sind tatsächlich nur wegen der Kommentare hier, oder? Absolut. Das war übrigens eines meiner Lieblingskommentare, dieses "Wir sind nur wegen der Kommentare und dem Freibier hier". Das ist auch, also mittlerweile machen wir das ja schon ein bisschen länger. Ne? Es ist und bleibt ein Hobby, ne? Und wir machen das aus purem Spaß an der Dollerei. Nee, aus purer Dollerei am Spaß aus. Komm, haut direkt wieder einen Kommentar runter. Ja genau, hör mal. Du Idiot, was sagst denn du? Geh weg. Das ist, also es gibt ja einen Slogan, den bringe ich immer gerne, ne? Und das ist der Kommentardurchfall. Ne? Also wenn ihr Kommentardurchfall habt, ich kann euch beruhigen, Kommentardurchfall ist heilbar. Und eine Methode davon ist natürlich, total bloßgestellt zu werden. Nein, also wir gucken uns heute mal eure lustigsten Kommentare an und zeigen sie euch, teilen das ein bisschen mit euch. Ups, mir ist gerade die Brille runtergefallen, weil ich bin alt, ich kann nicht mehr lesen. Ja, auf jeden Fall haben wir die Kommentare so ein bisschen sortiert und eins der, was euch wirklich, wirklich triggert, ne, was euch total triggert, ist Andres Hut. Weil, guck mal hier, der Carlo, Warte. So, was soll dieser bekloppte Hut? Hör auf mit deinem Hut, Mann, das nervt. André, the wannabe Cowboy. Oder irgendwie sieht der aus wie ein Cowboy für Arme. Sorry. Ja, sorry, Claudia. Sorry. Das ist auch so, also der Hut, der triggert wirklich viele Menschen. Ne? Das ist aber auch, weißt du, Stefan Raab hat früher immer ein blaues Hemd und ein weißes T-Shirt angehabt. Ne? Das ist einfach so, weißt du, jeder braucht in dieser modernen Welt hier irgend so ein Alleinstellungsmerkmal. So, bei mir ist das der Hut, aber ich trage den tatsächlich gerne. Ja. Und viele sagen, es ist made in China. Nein, ist er nicht. Also ich gebe euch mal ein bisschen Einblick. Dieser Hut hier ist nicht made in China. Der ist von einem Hutmacher in Dallas, der uns den auch gebrandet hat hier. Und der Hutmacher in Dallas, der hat herausgefunden, dass wir Deutsch sprechen. Und der sagt, er ist seit 30, 35 Jahren hier. Und er freut sich, dass mal ein paar Deutsche einen Cowboy-Hut haben wollen. Und darum hat er uns den Hut, Tina hat auch so einen, kostenlos gemacht. Richtig. Normalerweise kostet der um die 350 US-Dollar. Ja. Also, nix armer Cowboy oder wannabe Cowboy oder Hut für Arme. Ich bin wannabe Cowboy. Ich habe kein Pferd und ich treibe auch keine Rinder her. Ne? Aber das ist tatsächlich so. Ne? So, und es sind ja immer die Leute, die, ich sag mal, vom Intellekt her, ich will nicht beleidigen, aber was hat eine Heuschrecke? Nein, weißt du, das ist ein geiler Kommentar, den fand ich auch so, hey, was ich so toll finde, ist, du beleidigst nicht, du bist super nicht wertend, sondern erzählst einfach, wie es ist. Und das machen wir heute auch. Wir beleidigen heute keinen, sondern wir zeigen euch aber ein einfach bisschen beleidigen darf ich. Nein, wir zeigen einfach nur, wie die anderen uns beleidigen. Das ist ein spaßiges Video, wenn ich beleidigen darf. Nein, guck mal, es wird spaßig, weil die beleidigen, das ist doch schon, das ist Comedy pur. Das ist auch, wir haben ja festgestellt für uns, ne, vielleicht gehen wir darauf ein, also wir sind ja auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen, ne, mit ähnlichem Content, ne, Instagram, Facebook, TikTok und natürlich YouTube. Ne. So, und das Allerschlimmste ist tatsächlich, und das hatte ich überhaupt nicht am Schirm, weil diese Plattform hatte ich komplett abgeschrieben, weil wir eigentlich auch entweder zu jung oder zu alt sind dafür, aber das ist Facebook. Alter Schwede, ich habe mal die Facebook-Analyse gemacht und die meisten Menschen, die auf Facebook kommentieren, sind Damen zwischen 50 und 65 Jahre oder Männer zwischen 40 und 50 Jahren. Ja, und die Männer, die beleidigen am krassesten. Also die Frauen, ja, das sind meistens die, aber du hast gar nicht recht, weil wir leben ja hier schon viel, viel, viel länger als du. Ja, das ist auch geil. Das ist der Robinson-Effekt. Ist viel besser. Nein, also ne, dieses, du hast ja gar nicht recht, aber die Männer, die beleidigen halt richtig. Also, und das finde ich total überraschend. Ja, aber ist lustig. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist so wie Patrick hier sagt. Und wer bist du? Ja, Patrick. Aber das ist ja keine Beleidigung. Na okay, pass auf. Was ist denn mit Peter? Der sagt, geh heim. Geh heim ist auch Oder gut. Mike, der sagt,
Ey, was denn mit Zahnsprünge? Ja, ich hab durchs Boxen hier halt so eine Zahnverschiebung unten. Ne? So, die habe ich nie gefixt. Aber das ist auch egal. Das ist, Ich mag das. Ich mag das. Weißt du, mich stört halt nicht, wenn euch das stört. Einfach, weiß ich nicht, blört da drüber, ist mir doch egal. So ist das nun mal. Also pass mal auf, irgendwie, Kinders, ne? Es ist ja nun mal so, ich bin ja immer ein lieber Mensch, ne? Und ich beleidige ja auch nicht zurück, ne? Aber das ist tatsächlich unterhaltsam, ne? Also, weil viele schreiben ja auch, ey André, lass dich davon nicht beeinflussen, der macht bloß so weiter. Es gibt genug Idioten, die kommentieren, ne? Gebe ich euch völlig recht und ihr müsst keine Angst haben, ich höre nicht auf, weil so ein paar Hansels kommentieren. Aber ich finde das total unterhaltsam. Es ist einfach auch wirklich amüsant und es bringt Engagement. Absolut. Und Engagement ist für uns auf jeden Fall gut. Deswegen kommentiert weiter fleißig. Aber versucht es nicht. Versucht es nicht. Ansonsten landet ihr nämlich bestimmt im nächsten Jahr wieder in einem Video wie diesem hier. Das kann durchaus sein. Aber guck mal, du hast da auch ein paar richtig geile Kommentare. Ja, bevor ich jetzt die ganze Zeit meine Kommentare vorlese hier, ja, dann also wird es ja auch langweilig. Ich habe gar nicht so viel rausgesucht. Ne? Es ist einfach eher so, ich muss mit so ein paar Sachen mal aufräumen. Ne? Und das ist wirklich so. Ne? Also es ist zum Beispiel so, dieses Arbeitslos in den USA-Video, was ich gemacht habe. Ne? Das ist der Burner. Es scheint euch total zu interessieren, wie man das denn hier mit der Arbeitslosenversicherung, mit dem Arbeitslosengeld. Weißt du, die Deutschen neigen dazu, immer nur das Schlechte zu sehen. Ne? Die denken immer nur an Krankheit, Krankenkasse, ne? Ja. Oder an Holzhaus, wenn das wegfliegt mit Tornado. Oder wenn du arbeitslos bist, wie kriege ich denn dann Geld? Ne? Also die denken gar nicht an die positiven Sachen. Ja. Und ein Trugschluss ist, hier zum Beispiel der Kommentar, ne? Das mit dem selber einfach gehen, also wenn du jetzt gehst, weil ich habe gesagt, die Arbeitsverträge sind hier immer in Texas at will, ne? Das heißt, ich kann jederzeit geben. Das mit dem selber einfach gehen, das stimmt so nicht. Als Arbeitnehmer muss man seine Kündigung 2 Wochen vorher ankündigen. 2 weeks notice. Der Arbeitgeber muss das nicht. Und das ist für Texas nicht richtig, Kollege. Da musst du dich ein bisschen schlau machen. Hier gibt es 50 Bundesstaaten, wie wir ja wissen. Außer ihr zählt Puerto Rico mit, dann haben wir 51. Oder Kanada, dann haben wir 52. Oder Grönland mit 53. Aber in Texas gibt es keine 2-week-Notice. Außer es steht explizit im Vertrag drin. Aber wenn da nichts vereinbart ist, ist das at will, adios. Das ist in Kalifornien anders. Da hast du recht. Aber die Staaten sind ja mehr als Kalifornien. Ja, das ist richtig. Aber insgesamt so mit dem Krankenkassenthema, also dieses, wie kriege ich am meisten aus dem System raus und dann erkennen, dass das in Amerika eben nicht so ist, das triggert extrem. Ich habe hier einen, ich muss die Brille aufsetzen, obwohl der das komplett, wir blenden das mal ein, komplett in Großbuchstaben. Also das war wirklich ein Schreien. Ne? Er hat mir quasi ins Gesicht geschrien, wartet. Also, was ich immer noch nicht verstehe, es gibt keine gesetzliche Krankenversicherung wie bei uns. Und die meisten Amis finden das auch noch gut. Als Obama das einführen wollte, haben sie ihn dämonisiert. In einem Land, das einer der 5 oder sogar 3 reichsten Länder der Erde ist, das schlechteste Sozialleistungen oder teils gar keine Leistungen gibt, das halte ich für echt bodenlos. Ich würde da niemals leben wollen. Gut. Danke. Wie heißt der Typ? Aydin Tanta. Aydin Tanta. So, Aydin Tanta, ich bin mir sicher, du hast das nicht verstanden. Ne? Es gibt nicht überall auf der Welt Sozialstaaten. Ne? Das hier ist freie Marktwirtschaft. Da komme ich aber später zu. Aber Tina hat was ganz Wichtiges gesagt gerade. Ne? Ich weiß nicht, ihr könnt noch mal zurückspulen, wo das so war. Aber Tina hat gesagt, die Deutschen neigen dazu, alles aus diesem System herauspressen zu wollen, was geht, weil das Mindset ist so. Und das ist der Unterschied. Ich muss das ja jeden Monat bezahlen und das hole ich mir auf jeden Fall wieder. Und darum mache ich hier Brückentage, darum mache ich Arbeitslosengeld, darum mache ich Urlaubstage. Und das ist ja anders. Ne, du zahlst hier halt nicht ein, darum hat hier auch keiner das Anspruchsdenken, dass man das System auspresst, sondern das System hier ist tatsächlich so, wenn Holland in Not ist, dann helfen die dir mal kurz über die Treppe und dann musst du aber auch alleine laufen, sonst hast du tatsächlich ein Problem. Das ist halt nicht überall auf der Welt so. Ja, und dazu wieder ein geiler Kommentar. Robert sagt... Der Robert. Carmen Tina. Nee, der Robert, der sagt, ein asoziales Land. Gut. Robert, danke. Danke. Das ist. Oder noch einer. Hier. Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe und arbeite. Und Arbeit. Der Kai. Kai Janoscha. Lieber Kai Janoscha, du bist froh, dass du in Deutschland lebst und arbeitest. Das ist sehr gut. Nein, Arbeit. Arbeit. Dann arbeit du da mal in Deutschland. Das ist auch völlig okay. Weißt du, wir dissen ja keinen, weil er in Deutschland ist, bescheuert. Ne? Wir sind ja hier in den USA, weil das unser Lebenstraum ist. Ne? Und nicht, weil wir Deutschland doof finden. Ne? So, das ist der kleine, feine Unterschied, Kollege. Ne? So, und was mir ein bisschen leid tut für dich, Robert, ist, guck mal, du hast ja das deutsche Bildungssystem anscheinend nicht genießen können. Ne? Das heißt irgendwie, am Ende deiner Reise in diesem Bildungssystem hast du leider keinen Erfolg gehabt. Ne? So, das ist aber auch völlig
völlig okay. Weißt du, dafür ist das Deutschland wirklich gut. Ne? Es gibt ja Volkshochschulen, es gibt Online-Kurse, es gibt die FH oder die Fernuni Hagen. Ne? Da kann man auf jeden Fall was reißen, Robert. Bleib dran, du schaffst das auf jeden Fall. Und dann wird aus Arbeit auch Arbeiten. Wie fies. Wie Ich habe fies. nicht beleidigt. Ich darf ja nicht. Martina hat gesagt, ich darf heute nicht beleidigen. Nein, darfst du auch nicht. Aber ich meine, du nutzt gerade deinen Intellekt dafür, andere Ich hab keinen beleidigen, Intellekt. andere zu beleidigen, Also ohne zu beleidigen. wenn es nach den Kommentaren hier geht, habe ich keinen Intellekt. Oh ja, ich weiß, ich Pass auf. weiß. Mach du? Nein, nein, Willst du? nein, alles gut, du machst. Also ich frage, also der Ralf Seelbmann, 4814, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ob das sein Geburtsdatum ist, dann ist er Jahrgang 48, wahrscheinlich am 1.4. geboren. Egal. Also der lieber Ralf, der schreibt, also frage ich mich, warum jammern so viele über System in Deutschland? Wollen wir, was in den USA herrscht? Freiheit? Was herrscht denn in den USA? Darf ich mal fragen, was herrscht denn in den USA? Also es herrscht das in deinem Sinne so, was du in den deutschen Medien liest, dass hier die Menschen tot auf der Straße liegen, weil kein Krankenkassensystem da ist? Oder wenn du arbeitslos wirst, gehst du sofort auf Fentanyl, habe ich auch so ein paar Dinger. Ne? Das ist echt, da komme ich später noch drauf zu. Also welches System denn genau? Weißt du, das Problem an den Kommentaren ist immer, das ist so unspezifisch. Darum sage ich immer, das ist Kommentardurchfall. Ne? Also wenn du da sitzt, ich stelle mir das so vor, da sitzt der da, ne? Und hat irgendwas in seinem Kopf. Ne? So, und dann rotzt der irgendwas dahin, ne? Und dann glaubt er aber, dass jeder weiß, was der meint. Und das stimmt aber nicht. Weißt du, ich kann mich nicht da hineinversetzen. Also wenn ihr kommentiert, ihr könnt auch gerne bissig und böse und beleidigen, aber ich muss das ja verstehen, worum es geht. Ja, du, das sagt der Wolfgang hier ziemlich geil, was er meint. Ne? Welcher Idiot zieht denn da hin? Ich jedenfalls bin nicht so dumm und schon gar nicht nach Texas bei dir republikanischen dummen Rednecks. Okay. Gut, also... Also erstmal muss ich sagen, wer heißt das, Gerald? Nee, das ist Wolfgang. Der Wolfgang. Lieber Wolfgang, erstmal mein herzliches Dankeschön, wirklich mein aufrichtiges Dankeschön, dass du hier nicht hinkommst. Denn einen Wolfgang, den brauchen wir hier nicht. Ne? Denn einen Wolfgang, der hat hier nichts zu suchen. Nein, den Wolfgang. Bestimmt gibt es irgendeinen Wolfgang, der richtig cool ist und mit dem wir gerne sogar ein Bier trinken würden. Das stimmt. So. Aber, Also, der Wolfgang, der hat halt auch keine Ahnung. Weißt du, der Wolfgang, das ist so einer, der sitzt dann in seinem Internet. Ne? Und dann hat er seine Timeline von den Linken, von der SPD, manchmal auch von der CDU. Ne? Und dann rotzt er sich da was zusammen, ne? Und denkt so, ja, in Texas, da sind alle Rednecks. was ich mich frage, ist wirklich, warum macht man das? Also, was Luft bietet ablassen. Ja, aber was bietet das für einen Mehrwert Gar für die keinen. Diskussion? Überhaupt Ich meine, dass man sagt, okay, man könnte das ja auch nett sagen. Also wenn ich jetzt mal, ich versuche mal Wolfgangs Anneliese zu sein, ne, und sage, Anneliese? oder wer auch immer Wolfgangs Frau ist, dann würde ich das vielleicht so sagen, so wie, hey, wie sieht es denn aus? Ich habe gehört, dass es in Texas sehr viele Rednecks gibt und dass die alle nicht hochgebildet sind. Stimmt das? Das wäre ein Kommentar, mit dem man arbeiten kann. Ja. Ja, hat er aber nicht gemacht. Ja, doch nicht, weil ist halt der Wolfgang. Ja, genau. Der Wolfgang kennt USA gar nicht und war noch nie in den USA. Ja, aber das sind die, die am geilsten kommentieren. Ja, das stimmt. Also da hat die Tina wirklich recht. Ne? Du merkst richtig bei den Leuten, die kommentieren, die so richtig so Wut haben. Ne? Die Frage ist ja, warum haben die Wut auf die USA? Die waren ja noch nie hier. Also warum haben die Wut auf ein Land, wo die noch nie waren, was die nur vom Hören sagen kennen? Wie die Tante heute hier auf Fatzebuck, Ja. die da geschrieben hat, ich habe eine Schwägerin, die wohnt in Miami Beach. Ich weiß also sehr genau, wie das da ist. Da würde ich nicht mal tot überm Zaun hängen. Okay. Okay. Also ich bin mir sicher, ich habe einen Verwandten in der Demokratischen Republik Kongo. Bestimmt, über 15 Ecken Ist das eine bestimmt. Demokratische Republik Kongo? Es gibt ja zwei. So, aber da möchte ich auf jeden Fall dann nicht tot über den Zaun hängen. Ne? Das ist so, das ist auch bescheuert. Ne? Aber mein Gott, weißt du, das sind dann auch die Leute, jetzt, ich muss noch mal einmal sagen, ne? Ein tolles Thema ist ja auch immer das Bildungssystem in den USA, wo die deutschen Kommentatoren in unserer Zielgruppe ja sich ergießen über das schlechte Bildungssystem der USA und dann ergießen die sich aber in ihren Kommentaren darüber, offenbaren aber, dass anscheinend das deutsche Bildungssystem entweder ganz weit hinten ist oder ihr habt da gar nicht aufgepasst in der Schule. Was ist denn mit euch? Also Ja. ihr konntet auf jeden Fall das deutsche Bildungssystem anscheinend nicht genießen. Ja, weil das ist es nämlich, dieses gefährliche Halbwissen, diese Nicht-Fakten, die da sind, das nervt dann einfach. Aber auf der anderen Seite, ich meine, das bringt Engagement und Engagement ist immer gut. Aber du sagtest gerade, die Leute, die, also wirklich nochmal hier, Jakob. Also wenn ich mir Jakobs Profilbild angucke,
dann weiß ich, dass er bestimmt noch nicht hier war. Was für ein Scheißland. Jakob? Also ich weiß nicht, womit nimmt man sich so, also warum macht man das? Also was bringt das für einen Mehrwert? Ja, guck mal, also du als Frau, du musst das verstehen. Weil als Frau ist ja, wir Männer fragen uns immer, shoppen gehen zum 8. Mal in der Woche, ne? Was bringt dir das, ne? So, weil das ist einfach nur, das ist dieser Moment, wenn du an der Kasse bist und irgendwas gekauft hast, dann so, Glücksgefühl. Oh, weißt du, ja. und dann kommst du nach Hause, hängst dann in den Schrank und dann gehst du wieder los. So, und genauso ist das bei den Kommentaren auch. Ne? Die haben was im Kopf, die haben so Wut angestaut, weil der Alltag so schlecht ist, weil sie, weiß ich nicht, seit Monaten keinen Sex mehr gehabt haben. Ne? Alter. So, das, ja, ist so. So, und dann sind die frustriert. Ne? Und dann können die ihren Frust für 20 Sekunden oder Millisekunden einfach loslassen in Social Media, weil er ist ja auch anonym. Also anonym ist das ja nicht, wenn der Jakob Riecher hier mit Vor- und Nachnamen ist. Ne? Aber dann haben die so ein Gefühl, boah, jetzt hab ich es rausgelassen mal. Ja, aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dieses anonym sein wollen. Hey Leute, ihr seid nicht anonym. Ich brauche ungefähr, und das habe ich letztens gemacht. Bei dieser Publix-Tante, ne? Ja, aus Florida, ne? Genau, da hat jemand aus Florida kommentiert. Also sie hat nicht gesagt, dass sie aus Florida ist, aber es hat mich genau 2 Sekunden gekostet. Dann wusste ich, wo sie wohnt, wo sie arbeitet, was sie vorher gemacht hat, in welchen Clubs sie ist, was sie wählt und in welchen Kirchen sie unterwegs ist und dass sie einen Pastor unterstützt. Wie meinst du damit unterstützen? Nein, 2 Sekunden. Also das hier ist, ihr müsst wirklich, also ihr müsst aufpassen, was ihr da so... Ja, also jetzt machen wir ja nicht, wir screenen ja nicht jeden. Ne? Also ich screen eigentlich immer nur, weil ich denke, so, das ist so absurd, wer ist denn das für ein Vogel? Ne? So, das hat aber auch nachgelassen, weil die Kommentare sind mittlerweile so viel, dass ich da gar nicht hinterherkomme, jeden dazu screenen und selber zurück zu beleidigen. Aber manchmal habe ich halt Spaß dran. Naja, ich habe ja nicht zurückbeleidigt. Ich habe das genommen, das Wissen, und habe einfach nur gesagt, schöne Grüße nach Florida. Und ich weiß, du bist halt ein bisschen alt und du verstehst es. Also vielleicht war das fies, aber weißt du, so nach dem Motto, hey, das hier ist kein anonymer Raum, bitte pass auf. Glaubt ihr aber. Aber ist nicht schlimm. Also weißt du, manche Kommentare sind auch hilfreich, die stoßen dann so eine Diskussion an. Ne? Und das finde ich gut. Das finde ich toll. Zum Beispiel, also dieses Arbeitslosen-Video, das hat euch ja anscheinend wirklich getriggert. Ne? So, da gab es hier einen, der hat geschrieben, also ist das nicht so, wenn man gefeuert wird, also personenbedingte Kündigung, gibt es gar nichts, Arbeitslosengeld. Ne? Nur wenn man freigelassen wird, also betriebsbedingt, dann gibt es Arbeitslosenunterstützung. Und da hat er völlig recht. Ne? Das ist tatsächlich so. Also wenn der Chef sagt, deine Leistung ist mies, ich schmeiß dich raus, dann ist das personenbedingt und dann gibt es für euch 0 Arbeitslosengeld hier in den Staaten. Ne? Und das ist meistens leider der Fall. Ne? Also die Diskussion ist dann schon, die hat einen Mehrwert, ne? Weil man dann ein bisschen tiefer hat. Das war auch nicht beleidigend. Ne? Also 1982 Limerick, Chapeau, du bist der Einzige auf meiner Liste, der einigermaßen mit einem guten Deutsch hier kommentiert hat. So. Nein, was wir jetzt, also ich meine, Leute, was wir wollen, sind positive, Nein, es müssen nicht positiv. Ich will auch ein bisschen reiben. Genau, aber was wir wollen, ist einfach, dass wir uns untereinander benehmen und dass wir jetzt vielleicht nicht unbedingt André oder mich beleidigen, weil das geht. Ich komme damit klar. Ja, aber ich finde, das ist kein guter Ton. Das könnt ihr gerne auf anderen Profilen machen, aber wir hier haben einfach den Anspruch. Denn? Komm, wir schicken die alle mal zu einem Profil, wo die beleidigen können. Nein, in Texas gibt es so viele. Das stimmt. Nein, aber was ich sagen möchte ist, lasst uns nett miteinander umgehen. Wir dürfen witzige Kommentare schreiben und so weiter. Aber was geil sind halt auch Fragen. Und die Fragen, da würde ich sagen, da machen wir noch mal ein komplett eigenes Video zu, weil das hilft uns natürlich. Wenn ihr Fragen habt, das finde ich so toll, dann können wir nämlich dazu noch mal so ein Q&A machen und euch das wirklich beantworten. Und dann ist das auch höchst individuell und dann bringt euch dieses Video auch wiederum einen Mehrwert. Ja, absolut. Und also ich gehe ja schon auf die Frage immer ein mit meinen Shorts oder Reels, ne, mit den kurzen Dingern. Ne? Aber Tina hat natürlich recht, ne? Da sind natürlich so viele, das kannst du gar nicht abfrühstücken. Weil viele Fragen kannst du auch nicht einfach in diesen Minute, 2 Minuten beantworten. Ne? Dann gibt es natürlich auch immer eine Kommentare, ja, aber darauf gehst du nicht ein und darauf gehst du auch nicht ein. Weil sie, ja, Kollege, das ist ein 1-Minuten-Video. Ich kann jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben über die Antwort dieser Frage hier. Das geht einfach nicht. Ne? Das heißt, du musst immer was rauspicken. Ne? Was ich übrigens noch mal aufklären will, und das ist auch sehr häufig hier, ne? Es ist ja immer so, ich hatte ja mal ein Video gemacht über, wenn du hier in die USA kommst, dann solltest du Englisch sprechen können. Das ist ein Grundprinzip, wenn du irgendwohin auswanderst, solltest du die Sprache des Landes können. Ne? Da reiben sich auch viele dran auf. Also das ist einfach, ich habe mir das mal rausgepickt, weil das viele geschrieben haben. Ne? USA hat keine gesetzlich vorgegebene Sprache. Spanisch wird genauso viel gesprochen wie Englisch. So, also.
Das mag vor einem Jahr richtig gewesen sein, aber wenn ihr die deutschen Medien auch verfolgt, ich weiß, das ist sehr eingeschränkt, dann werdet ihr feststellen, dass die USA mittlerweile eine offizielle Amtssprache haben und die heißt Englisch. Und das könnt ihr sogar nachlesen, indem ihr auf die Seite des Weißen Hauses geht und dort die Executive Orders von Präsident Donald Trump euch anguckt. Dann werdet ihr feststellen, oh verdammt, der hat die Amtssprache Englisch eingeführt. Also, diese Aussage traf vor einem Jahr, aber wir sind ja ein aktueller YouTube-Kanal. Darum, hiermit seid ihr jetzt auch... Und Spanisch ist natürlich eine weit verbreitete Sprache hier, weil Texas ja mal mexikanisch auch war. Absolut. Und viele Mexikaner hier natürlich auch leben, also mehr in San Antonio unten. Ne? Und die Kommunikation hier zweisprachig ist. Also hier in Texas, muss man sagen, ist die Kommunikation, was nicht heißt, dass das die Amtssprache ist, aber die Kommunikation von der Highschool und so weiter ist zweisprachig. Aber das heißt nicht, dass hier jeder auch Spanisch spricht. Ne? Also bei weitem nicht. Ne? Das ist einfach nur, man will die Leute abholen, die halt Spanisch sind, ne? Weil das halt das Nachbarland ist. Ne? So, und darum hat auch Walmart zum Beispiel hat, die Preisschilder und die Artikelbezeichnung in Englisch und in Spanisch. Ja. Aber ich bin mir sicher, dass 50% der Leute, die da arbeiten, überhaupt kein Spanisch können. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also guck doch mal, wie die Spanisch in der Schule lernen hier. Das kannst du eigentlich vergessen. Ja, ja. Eigentlich kannst du das vergessen. Also ja. Auf jeden Fall auf dem Einsteigerniveau kannst du es vergessen. Was aber auch noch sehr geil ist und jetzt wirklich von mir das absolut Letzte ist, wenn ihr nicht mehr weiter wisst, habe ich das Gefühl, dieses, okay, ich weiß nicht mehr weiter, okay, Cowboy, egal, Hauptsache ich habe eine Knarre, dann kann ich besser verhandeln mit der Firma. Oder, wo war das? Auch wieder mit Knarre hier. Ja, aber in Texas hat man Waffen praktisch, es ist leicht Geld zu machen. Also Waffen ist ein Megathema. Ne? Also es wird immer, ja, wenn man nicht weiter weiß, ja, aber ihr habt Waffen. Ja, oder Krankenkasse kommt dann. Ja. Wenn man nicht weiter weiß, Waffen, Krankenkasse. Ja, aber auch dieses, ja, aber egal. Das ist zwar alles toll und alles super und ja, ich verstehe das und ja, ich habe das wirklich verstanden, was du meinst, aber ihr habt ja Waffen. Das ist auch, ja, das ist mir Schugge. Also das ist wirklich so, da kommt die Ahnungslosigkeit her. Ne? Ich habe noch 2 Highlights für euch. Ne? Das eine Highlight ist, das ist wirklich lustig. Ne? Also hier, der heißt einfach nur Punkt. Ne? Und hat geschrieben, egal wo ich bin auf der Welt, ich spreche immer Deutsch. Und wenn ich dabei noch Handzeichen geben muss, mir egal. Wenn der Tag kommt, wo ich anfange, Englisch, Spanisch oder Französisch zu sprechen, dann wird der deutsche Hoheitsadel vom Himmel stürzen und mich zerfetzen. Ja. Alles klar. Herzlich willkommen, Punkt, in meinem YouTube-Video. Freundschaft. So, und das andere ist hier, André Heck 94545 ne, sagt, in den USA ist der Dollar halt weniger wert, weil dort jeder weiß, dass er nur gedruckt wird. Und mit dieser Kernaussage möchte ich mich heute gerne verabschieden von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr merkt, wir nehmen uns das schon nicht zu Herzen, aber für uns ist das Unterhaltung pur. Wir machen uns ein bisschen lustig darüber, ne, weil das ist einfach auch zum lustig machen. Und weißt du, die Welt ist ernst genug und wir haben Spaß dabei und solange ihr auch Spaß dabei habt, ist alles Taco für uns. Ne? Also das Einzige, was ich wirklich melde immer an Kommentaren, sind Kommentare, die ins Dritte Reich und mit Nazi zu tun haben. Ne, das geht hier nicht auf den Kanälen, ne, das akzeptiere ich null. Da blocke ich auch und schmeiß die raus. Alles andere, ja, lass es doch stehen. Haben Leute Spaß dazu lesen, oder? Ja, deswegen. Wir sind nur für die Kommentare hier. Bitte macht weiter so. Seid einfach lustig. Bitte nicht beleidigen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, damit wir das fürs nächste Video, das nächste Video nehmen wir eure Fragen und beantworten die. Und jetzt bin ich auf die Kommentare unter diesem Video hier gespannt. Also liked mal dieses Video hier, shared das und folgt vor allen Dingen unseren anderen Kanälen auch, damit wir hier auch fleißig weitermachen können und damit wir demnächst mal ein abendfüllendes Programm mit bösen Kommentaren machen können. Nein, demnächst geht es weiter hier wieder mit Leben und Arbeiten in Austin, in Texas und unser Wochen-Vlog. Ne? Die Tina hat ein paar Häuser geguckt, hat ein paar Videos gedreht in ihrer Arbeit hier. Ja. Und da sind ein paar Millionen Buden bei. Da machen wir bestimmt mal ein Video zu. Und ja, uns macht Spaß trotzdem. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Bye, ciao. bye.